Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die aktuellen Presseevents ohne nennenswerte YouTube-Beteiligung und den neuen Škoda Peak. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, die mir ein kleines Geldgeschenk in Form eines Superthanks haben zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Und da die gar nicht so klein waren, werde ich eure Großzügigkeit bei JP in Burger umsetzen, damit es nachher nicht heißt, ich hätte mich auf seinen Nacken bereichert. Ich möchte mich auch endlich mal bei meinen Kanalabonnenten bedanken. Bislang ging das vom Format her nicht. Da sind Leute dabei, die seit mittlerweile 77 Monaten jeden Monat 1 Euro für mich abdrücken. Das finde ich wirklich rührend nett, denn wer hier bei mir Kanalabonnent wird, bekommt genau nichts, gar nichts. Also ein Dank vom tiefsten Herzen für diese Form eurer Wertschätzung. Aber lasst uns jetzt mal ganz entspannt bitte in die heutige Folge starten, mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Für mich ist es immer angenehm, wenn Stammzuschauer negative Kommentare von neuen Zuschauern einfangen. Selbstreinigende Kommentare nenne ich sowas. Noch schöner, wenn es auf eine Art und Weise passiert, dass ich herzlich lachen kann. An dieser Stelle würde dann noch gut passen, guckst du bei BYD.de. Bei YouTube ist vor 2 Wochen ein Trailer zu dem Film Drifter online gegangen. Die Hauptrolle spielt Sung Kang. Doch, so nennt man den. Die meisten von euch kennen ihn als Han aus Tokyo Drift. Meiner bescheidenen Meinung nach der beste Teil von Fast and Furious. Und Han ist auch der coolste Charakter in dem Film. Den Trailer finde ich voll langweilig, den Film, den möchte ich aber unbedingt sehen. Instagram finde ich persönlich immer schlimmer, wegen der ganzen KI-Inhalte. Und ja, ich habe in den letzten Folgen auch schon den einen oder anderen KI-Post gezeigt und mich darüber gefreut. Auf Dauer ist es aber sehr ermüdend, finde ich. Da habe ich mich heute wirklich gefreut über dieses Hund im Auto, das mit Hund foliert wurde, Posting. Süß, oder? Ich frage mich jetzt aber auch schon wieder, ob das nicht auch KI generiert ist. Ist das nicht schlimm? Seid ihr auch schon in das 3D-Druck-Rabbit Hole gefallen? Ich habe da Anfang des Jahres sehr bequem drin gesessen. Teilweise gibt es aber auch wirklich pfiffige Lösungen, wie bei diesen Ansätzen hier für die neuen Volkswagen-Konzern Automatik-Gangwahlhebel. Schönes Wort, oder? 42 Zeichen lang. Ich interessiere mich ja sehr für Autowerbung, wirklich. Zum Beispiel, wie dieses Autohaus hier den Cupra bewirbt. Geht es mir nur so oder haben sich diese möchtegern Carporns mittlerweile auch vollkommen abgenutzt? Aber hey, ich halte fest, selbst wenn ich torkelnd auf meinen Cupra zulaufe, macht der einen schlanken Fuß. Aber es geht auch anders. Diese Werbung feiere ich. Kannst du dir keinen M3 leisten? Schade. Bam. So, und können wir jetzt mal bitte über die aktuelle Fragmentierung bei den Pressefahrveranstaltungen der Hersteller reden? Ist euch das aufgefallen in den letzten Tagen? Mir geht das Futter aus, ehrlich. Ich brauche doch 5 bis 6 Videos pro Event, damit ich was zusammenschneiden kann, also den Content der Kollegen zu meinem eigenen machen. Na klar, ja, ich bin jetzt ein Schmarotzer, wisst ihr doch. Was ich mich bei euch frage da draußen, findet ihr das gut oder schlecht, dass nur noch so wenig YouTuber unterwegs ist? Oft kommt ja die Kritik, dass da alle waren, und alle die gleichen Videos abliefern. Ist es für euch weniger dann mehr oder eben nur dann, wenn euer Lieblings-YouTuber dabei ist? Fangen wir mal ganz oben an, also was Gewicht und Kaufpreis angeht. Von der Mercedes-Benz VLE-Fahrveranstaltung gibt es aktuell im deutschsprachigen YouTube-Raum gerade mal 2 Berichte, wenn ich das richtig gesehen habe. Hey Mercedes, ich habe 2 Kinder. Soll ich das Kluge oder das Dumme verkaufen, um mir dieses Auto leisten zu können? Und hier hast du halt auch das Problem, du hast keine Tische und hast auch die Getränkehalter relativ ungünstig da vorne unten. Das heißt, das Kind kommt da gar nicht hin. Der VLE kommt in der Basis mit einem 115 Kilowattstunden Akku und 203 kW bzw. 276 PS Leistung. Die Konfiguration mit dem 5-Sitzer-Setup, also nicht hier große Hütte, startet bei 82.300 €. Laut WLTP-Zyklus soll man mit einer Akkuladung bis zu 713 Kilometer weit fahren können. Naja. Der Renault Megane hat seine Weltpremiere gefeiert. Okay, eigentlich ist es nur eine Facelift-Premiere. Das ist für YouTuber nicht so spannend. Klar, man hat Content und somit auch ein Video, weiß aber schon beim Dreh, dass die Resonanz auf das Video, also die Views, nicht so dolle sein werden. Mehr Reichweite durch einen größeren Akku, frisches Design und eine neue digitale Ausstattung. All das gibt's hier beim Facelift des Renault Megane E-Tech. Scheinwerfer, die sind gleich geblieben.
Und was da besonders ins Auge sticht, ist, dass dieser Bereich hier jetzt unlackiert ist und zum anderen, dass wir jetzt hier diesen 8er Block LEDs haben. Im Grunde hat Renault den Megane vereinfacht. Ein Motor, ein Akku, 2 Ausstattungslinien, eine neue Farbe, der Akku ist neu, ein 67 Kilowattstunden LFP-Akku. Und dann war da ja auch noch die Fahrveranstaltung zum Renault 4 E-Tech Plain Süd. Auch da habe ich nur 2 Videos gefunden. Als YouTuber hat man das Auto im Zweifel aber auch schon 3-mal auf dem Kanal gehabt. Die Weltpremiere, also statisch, die Fahrveranstaltung und als Testwagen. Und jetzt dreht man für ein Falter nochmal ein ganzes Video. Schon allein deshalb, weil ein Video, wo man nur das Dach erklärt, halt keine 8 Minuten lang ist und keine Werbeeinnahmen einspielt. Das lag doch eigentlich auf der Hand, oder? Wenn wir euch den Renault 4 Pla Süd ohne festes Dach vorstellen, müssen wir das natürlich direkt im Intro thematisieren. Das Dach öffnet dabei automatisch und in 2 verschiedenen Stellungen. Punkt 1 bleibt so ungefähr auf Höhe der 2. Sitzreihe stehen. Tippt man dann nochmal an, fährt es bis ganz nach hinten und man hat diese komplette Fläche offen. Es ist ein Renault R4 E-Tech. Dazu gibt es genug Berichte, auch einen von mir. Der hat ein circa 1 Quadratmeter großes Faltdach von Webasto bekommen. Dadurch wiegt der Wagen jetzt 19 Kilogramm mehr und verbraucht ungefähr 2% mehr Strom. Gut. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Kann mir mal bitte jemand erklären, was bei VW los ist? Also ich meine jetzt nicht die VW-Krise, über die ich am Freitag gesprochen habe. Ich meine die Berichterstattung zum neuen goldenen Kalb, also dem VW ID Polo. Als der statisch vorgestellt wurde, haben wir doch von ziemlich jedem, der nicht bei 5 auf dem Baum war, eine Videokredenz bekommen, oder? Als Freund der Marke Opel war ich dann doch erstaunt über die Vergesslichkeit des einen oder anderen Kollegen. Aber ich verstehe, dass schon so ein digitales Cockpit, das aussieht wie das Cluster vom Golf 1, mag die Endorphine ja richtig springen lassen. Ne? Dennoch, der Opel Corsa E kam mit ähnlichen Leistungsdaten bereits 2019 auf den Markt. Nur so als Erinnerung, zu einem ähnlichen Preis. Dennoch freue ich mich natürlich auch, dass der neue ID Polo den Konzern, wenn nicht gleich die ganze Wirtschaft retten wird. Dank eines Tachoskins. Vor einem Monat wurde das Auto aber nicht nur statisch vorgestellt, sondern Alexander Bloch durfte ihn für Vox Automobil und Jan Horn für die Autobild und Matthias Malmedy höchst selbst für seinen Kanal getan fahren. Ich bin ja ein alter Mann. Was habe ich schon alles mitgemacht? Ich bin Fan sportlicher Autos und dann wurden die auf einmal mit Allrad betrieben. Dann kam Porsche mit Dieselmotoren. Es hat mich fertig gemacht. Und jetzt kommt GTI und wird elektrisch. Junge! Der kommt im das Heck. kommt! Beim Fahrverhalten überzeugt der erste vollelektrische GTI. Beim Blick auf das Tacho-Design schwindet allerdings die Begeisterung. Und jetzt auch noch Motorreport. Ungetarnt. Der ID Polo GTI hat viele in den Kommentaren ein bisschen enttäuscht, vor allem wegen der Fahrleistungen. Nur 175 km/h. Das Video ist seit 2 Tagen online. Was sagt man denn da als YouTuber? Danke, Matthias. Oder so, ne? Einer muss den Job ja machen. Ich hingegen stehe hier nur und wundere mich. Ich hätte den Pressesprecher von VW per E-Mail um Erleuchtung gebeten, also heute um 8:30 Uhr, jetzt ist es 13:42 Uhr. Sag mal, das ist Redaktionsschluss und bis dahin habe ich keine offizielle Antwort bekommen. Über meine dunklen Quellen habe ich erfahren, dass es im August wohl eine Fahrveranstaltung geben soll zum Polo. Da würde ich als YouTuber natürlich unbedingt hinwollen. Ne? Nachdem die Kollegen ihre Videos bereits 2-3 Monate online haben, Keywords belegt, alles fertig. Nee, da will ich noch ein Video drehen. Okay, VW steckt also in der Krise. Als ehemaliger Niedersachse will ich da selbstverständlich helfen. Ganz uneigennützig, natürlich. Also schaue ich doch mal nach VW ID Polo Leasing-Angeboten bei meinem Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing. Und dabei kann ich euch gleich noch ein paar Kniffe zeigen. Während ihr nur auf den ersten Link unter diesem Video klicken müsst, suche ich hier mal nach den passenden Leasing-Angeboten. 40 Stück gefunden. Jetzt noch schnell nach Rate aufsteigend sortieren und da habe ich auch schon ein Modell für 220 € im Monat bei 10.000 Kilometern im Jahr und 36 Monaten Laufzeit. Allerdings ist hier die E-Auto-Förderung eingerechnet. Die werfen wir mal in der Detailseite einfach raus. Außerdem stelle ich den bewusst auf 48 Monate Laufzeit um. Und schon lande ich bei einer Leasingrate von 348 €.
Whopper, für einen Kleinwagen. Ich gehe wieder zurück zum Suchergebnis. Hier sehe ich jetzt ein Fahrzeug, das in der Basis gerade mal 5 Euro mehr kosten soll. Allerdings sind dort nur 3.000 Euro Förderung eingerechnet. Die nehme ich in der Detailseite ebenfalls raus und komme auf 290 Euro statt 348 beim ersten Angebot. Das macht über 4 Jahre Laufzeit einen Unterschied von knapp 2.800 Euro. Auf die Fahrzeugdetails habe ich dabei noch gar nicht geachtet und hier nutze ich jetzt mal die Vergleichsfunktion. Die beiden Fahrzeuge schnell anhaken, auf Fahrzeuge vergleichen klicken, dann werden die Fahrzeuge noch einmal angezeigt und ich bestätige. Anschließend könnt ihr über die 4 Reiter die Angebote direkt miteinander vergleichen. Zurück zum Angebot. Wenn die Leasingrate für euch passt, bestätigt ihr das Ganze und müsst anschließend nur noch eure Stammdaten eingeben. Der Händler schickt euch dann kostenlos und unverbindlich euer Angebot zu. Alternativ schaut mal in die Deals. Das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper von leasingmarkt.de Mitarbeitern, händisch ausgewählt und zusammengestellt. Ihr erreicht sie über den zweiten Link hier direkt unter dem Video. Vielleicht ist dort ja etwas Passendes für euch dabei. Und danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Habe ich mich eben noch über die fragmentierte Berichterstattung der letzten Events gewundert, sind von der Weltpremiere des Škoda Peak ganze 12 deutschsprachige Videos im Umlauf. 12. Dabei hat es Škoda eigentlich gar nicht nötig, denn sie glänzen im VW-Konzernverbund mit den besten Zahlen. Und auch für selbstständige Kollegen klingelt die Kasse gut. Zum einen funktioniert Škoda eben sehr gut auf YouTube mit den Zugriffszahlen. Zum anderen, sofern ich das richtig verstanden habe, zahlt Škoda wohl keinen Produktionskostenzuschuss mehr. Stattdessen darf man ihnen Content-Pakete in Form von Hochkantinhalten verkaufen. Win-win. Du musst dein Video gefühlt nicht mehr als Werbung kennzeichnen, denn dafür bist du ja nicht bezahlt worden und Škoda bekommt Hochkantinhalte für die eigenen Social-Media-Kanäle. Als ich jetzt das erste Mal davon hörte, dachte ich, ziemlich verbittert sogar, Altersdiskriminierung, ne? Altersdiskriminierung. Aber heute denke ich ganz entspannt, was für ein schlechter Deal. Denn statt einfach nur deinen Job zu machen und dafür einen Produktionskostenzuschuss zu bekommen, musst du noch extra etwas produzieren. Es sei denn, du bist Hochkant-Influencer, dann ist natürlich ein super Deal. Und nein, nicht jeder bekommt Geld. Das seht ihr ja an den Werbekennzeichnungen, nicht? Egal. Wir schauen mal in die Querformate. Ich sehe dieses Auto jetzt gerade zum ersten Mal. Ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Auto trägt den Namen Flaggschiff schon völlig zurecht. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau, meine lieben Freunde. Good to know. Die Hauptscheinwerfer sind immer identisch, da unterscheidet Škoda nicht in der Hardware, einzig softwareseitig sind die limitiert. Und clevere kleine Škoda-Features verbergen sich hier. Hier ein kleiner Schwamm, hier eine kleine Bürste. Und noch die Funktion, dass wenn Sie jetzt einfrieren zum Beispiel, weil das Auto draußen geparkt ist und es hat geregnet über Nacht, dann wieder gefroren, dann sollen die so eine Rüttelfunktion haben, dass sie das Eis brechen können. Denn wir haben schon gesagt, oh, der ist bestimmt schwer zu manövrieren in der Stadt, oder? Aber es ist tatsächlich super gut, denn oben rechts verlinkt haben wir schon eine Szene gezeigt, wie er sich sogar ohne Allradlenkung durch die Gegend manövrieren lässt. Das ist jetzt wie quasi S-Klasse für vorne. Wo ist denn der Regenschirm? Schaut mal. Da, 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 da. Er kommt als erstes Auto im VW-Konzern voll elektrisch mit, wie ich finde, dem besten, krassesten Cockpit momentan. Dann haben wir hier das Handschuhfach mit einem kleinen Fach. Und Soundsystem hier von Sonos, haben wir gerade mal probiert. Das ist wirklich richtig gut. Richtig krass, ne? Gibt leider ein Detail, was hier eingespart wurde und das ist dieses Sonnenschutzrollo. Und stelle dann aber ganz schnell fest, ajemine, hier möchte ich aber nicht länger verweilen. Das ist definitiv eher ein Notsitz. Den Škoda Peak soll es schon ab 50.000 Euro geben. Natürlich ohne Aschenbecher und mit dem kleinen 60 Kilowattstunden Akku. Jens kommt in seinem Konfigurationsvideo auf. Wir landen jetzt hier bei 70.040 Euro. Im Prinzip ist es ein um 21 cm verlängerter Enyaq. Das Mehr an Platz gibt es zwischen den Achsen, also im Radstand, mit optionaler dritter Sitzreihe. Also 2 Akkus, 2 Motorisierungen. Den Trunk müsst ihr jetzt nicht mehr nachrüsten, der ist jetzt serienmäßig dabei. Und wer nur 5 Sitze braucht, bekommt auf 4,87 Meter Fahrzeuglänge 935 Liter Kofferraumvolumen. Gut, na stopp, halt stopp. Das Wichtigste habe ich wohl fast vergessen. Das Display vom Infotainment-System kann man jetzt auch drehen. Ja, da sehe ich große Augen, oder? Zum Ende jeder Sendung noch etwas Schönes wie versprochen.
Eckhard Seifert war just bei Alpine eingeladen und durfte dort die alten Schätzchen bewegen. Ja, ich gebe zu, da bin ich ein bisschen neidisch. Hört mal rein. Ganz liebe Grüße aus Frankreich. Wir sitzen in einer Alpine A110S, genauer gesagt einer A110S 1600, Baujahr 1971, 120 PS, absolut pures Autofahren. Bei den ganzen modernen Autos hier nochmal so was richtig schön Klassisches zum Schluss. Hört sich gut an, oder? Mehr findet ihr bei Ecki auf Instagram. Alle Links, die ich erwähnt habe, findet ihr in der Zusammenfassung unserer Show auf der Homepage. Den Link dorthin findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Abonniert gern den Kanal und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit euch meine neuen Beiträge auch angezeigt werden. Wer mir Input oder Anregungen für einen neuen Showbeitrag nicht öffentlich schicken möchte, nutzt eine dieser beiden E-Mail-Adressen. Ich bedanke mich für euer Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.